In Excel gibt es seit längerem die Möglichkeit, Kontrollkästchen, sogenannte Checkboxen, hinzuzufügen. Das funktionierte bisher über die Entwicklertools. Ja, und auch heute funktioniert das noch so. Inzwischen gibt es aber eine eigene Schaltfläche im Menüband Einstellungen und da kann ich als Steuerelement Kontrollkästchen hinzufügen. Das macht die Sache ganz einfach und das sehen wir uns jetzt an. Viel Spaß! So sehen wir uns das Ganze an einem einfachen Beispiel einmal an. Ich habe hier eine Liste mit Namen. Das ist beispielsweise eine Liste von Vereinsmitgliedern und ich möchte einen Ausflug planen. Dabei soll es so sein, dass Mitglieder eines Vereins einen günstigeren Preis zahlen als externe Gäste, die also nicht Mitglied des Vereins sind. Und um das zu realisieren, würde ich hier gerne ein Kontrollkästchen einfügen. Und das geht inzwischen ganz einfach über Menüband Einfügen, Kontrollkästchen. Oder, ich mache es nochmal rückgängig, ich markiere einfach den Bereich hier und sage dann hier Kontrollkästchen. Dann habe ich hier in jeder Zeile ein Kontrollkästchen. Die kann ich jetzt anklicken, dann ist ein Häkchen oder wieder anklicken, dann ist das Häkchen heraus. Man sieht übrigens auch, wenn man hier in eine Zelle geht, die sind jetzt fest in der Zelle und man sieht hier, der Inhalt dieser Zelle ist das Wort falsch. Klicke ich an, ändert er sich in wahr, also wahr oder falsch, je nachdem, ob ich hier ausgewählt habe oder nicht. Ja, und jetzt noch ein kleines einfaches Beispiel dazu, nämlich wenn hier ein Häkchen ist, das heißt, wenn der Wert dieser Zelle hier wahr ist, dann kostet das Ganze 25 €, ansonsten 30 €. Das Ganze kann ich über die Wenn-Funktion machen, darüber habe ich auch schon ein Video gemacht, siehst dir gerne an. Und jetzt sage ich ganz einfach, wenn der Wert von hier herüben, von B2, ich könnte jetzt auch sagen, gleich wahr, aber wenn er wahr ist, dann existiert er, wenn er falsch ist, existiert er nicht. Das heißt, ich kann jetzt hier sagen, wenn B2, das heißt wahr, ansonsten wäre es falsch. Dann, also wenn ein Mitglied, dann 25 €, ansonsten 30 €. 30 €, jetzt nur noch 25 €. Das Ganze kopiere ich jetzt mal runter und dann habe ich jetzt hier 2 Mitglieder und kann dann hier entsprechend das Ganze ändern. Genau. Also hier ein einfaches Beispiel, wie man Kontrollkästchen verwendet. Man kann das auf viele verschiedene Art und Weisen machen. Wichtig ist nochmal zu merken, hier diese Zelle hat, wenn das Kästchen nicht ausgewählt ist, den Wert falsch und wenn es ausgewählt ist, den Wert wahr. Und danach kann ich, egal mit welcher Funktion, einfach abfragen. Und so kann ich Kontrollkästchen einfach, aber effizient nutzen. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann gib ihm jetzt einen Daumen hoch, abonniere meinen Kanal, falls du es nicht ohnehin schon getan hast, aktiviere die Glocke und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dann, Servus!